Hallo ihr Lieben, heute stelle ich euch endlich das Brot vor, nachdem ihr alle auf Instagram gefragt habt. Mein einfaches, saftiges Übernachtbrot und eines meiner 3 Lieblingsbrotrezepte. Wir brauchen einfaches, klassisches Weizenmehl, Wasser, Öl, Frischhefe oder Trockenhefe und Salz. Im ersten Schritt vermischt ihr das Mehl mit dem Salz und fügt das Öl hinzu. Gebt den Hefewürfel ins Wasser. Das Wasser ist bei mir gerade so lauwarm, dass sich die Hefe gut auflösen lässt. Das heißt, es ist etwas kühler, als das normal bei mir bei den Hefeteigen der Fall ist. Er kommt ja schlussendlich in den Kühlschrank und da muss das Wasser nicht besonders warm sein. Gebt die feuchten Zutaten zu den trockenen und verknetet einen kompakten Teig. Bei diesem Brot mache ich das ganz gerne per Hand, ihr könnt aber natürlich auch eure Küchenmaschine verwenden. Legt den Teig auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche und knetet ihn mit den Händen nochmals gut durch. Danach formt ihr einen Teigball. Legt diesen in eine befettete Schüssel und befettet auch den Teig nochmal von oben, so trocknet er dann bei der langen Gehzeit auch nicht aus. Jetzt lasst ihr ihn ca. 30 Minuten bei Zimmertemperatur anspringen, das heißt, ihr lasst ihn jetzt einfach kurz ruhen. Danach sieht er so aus, es hat sich also noch nicht viel getan, aber keine Angst, das kommt noch. Er ist im Grunde einfach nur ein bisschen in die Breite gegangen und jetzt gebt ihr den Deckel nochmals auf die Schüssel und stellt diese jetzt in den Kühlschrank für 8 bis 12 Stunden. Ihr seht, er ist langsam, aber schön aufgegangen und sieht so aus. Damit ihr mit ihm weiterarbeiten könnt, müsst ihr ihn auf Zimmertemperatur bringen. Deswegen nehmt ihr ihn jetzt gleich heraus, legt ihn auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche und knetet ihn nochmals gut durch. Damit führt ihr dem Teig etwas Wärme zu und das hilft einfach, dass er schneller auf Zimmertemperatur kommt. Habt ihr einen schönen Teigball geformt, legt ihr diesen auf ein Stück Backpapier und deckt ihn ab. Ich verwende dazu einfach eine Schüssel und ein sauberes Küchentuch. Lasst ihn nun 15 bis 30 Minuten ruhen, je nachdem wie viel Zeit ihr habt. Diese könnt ihr ja dazu nutzen, euch schön zu machen oder den Frühstückstisch zu decken. Nach dieser Zeit legt ihr den Teig zusammen mit dem Backpapier in eine feuerfeste Form. Bei mir ist es mein ovaler Alugussbräter, der ungefähr 6 Liter Fassungsvermögen hat, also ein etwas größerer Topf, damit das Brot schön viel Platz hat zum Aufgehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Teigball jetzt nochmal bemehlen und mit einem scharfen Messer oder Bäckermesser einritzen. Es kommt der Deckel auf den Topf und ihr stellt diesen in den kalten Backofen, das heißt in den nicht vorgeheizten. Normalerweise sollte das Brot vor dem Backen für eine halbe Stunde gehen. Diese Zeit sparen wir uns, indem wir es in den kalten Ofen schieben und erst dann den Ofen anmachen. Das heißt, das Brot hat noch ein bisschen Zeit zum Aufgehen und wird gleichzeitig gebacken. Nach ungefähr 50 Minuten entfernt ihr den Deckel und lasst es von der Oberseite noch ein bisschen Farbe annehmen. Ich sage immer schön brav dazu, dass ihr das Brot vollständig auskühlen lassen sollt, bevor ihr es aufschneidet. Dabei bin ich selber kein gutes Vorbild, denn ich schneide es meistens an, solange es noch lauwarm ist, weil es einfach dann am besten schmeckt. Es tut mir leid, es ist einfach so. Dieser Duft vom warmen, frisch gebackenen Brot, der ist einfach so verführerisch, dass ich es nie abwarten kann.
Ich weiß, es ist kein No-Knead-Bread, also kein Brot ohne Kneten, denn daran sind jetzt irgendwie alle gewöhnt. Aber ich sag euch Leute, es ist vom Kneten noch keine Hand abgefallen und dafür habt ihr am Ende so ein leckeres Brot. Ihr werdet es garantiert öfter als nur einmal zubereiten. Wenn euch dieses Rezept gefallen hat, ihr es ausprobiert und vielleicht sogar ein Foto dazu macht, dann würde es mich freuen, wenn ihr mir dieses über Instagram oder Facebook zukommen lasst, denn über Fotos von euren Kreationen freue ich mich immer besonders.